Die Erforschung der sumerischen Zivilisation begann bereits im frühen 19. Jahrhundert. Einer der zentralen Akteure in diesem Zusammenhang war Claudius James Rich, ein britischer Diplomat und Entdecker, der sich in dieser Zeit intensiv mit Mesopotamien beschäftigte. Er führte erste Untersuchungen und Ausgrabungen in der Region durch und dokumentierte verschiedene Ruinenstätten, darunter auch Babylon und Ninive. Im Jahr 1849 leitete der Archäologe Henry Layard Ausgrabungen im heutigen Irak. Besonders berühmt wurde er durch seine Arbeit in den Ruinen der antiken Städte Ninive und Nimrud, die er in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts erforschte. Während dieser archäologischen Unternehmungen entdeckte man Tontafeln, die den Sumerern zugeschrieben werden, einer Zivilisation, die sich selbst als Schöpfung der sogenannten Anunnaki beschrieb. Die Anunnaki, auch als Anuna bekannt und in einigen anderen Varianten überliefert, stellen eine Gruppe von Gottheiten dar, die von den alten Sumerern, Akkadern, Assyrern und auch im alten Babylon verehrt wurden. Insgesamt wurden mehrere tausend solcher Tafeln ans Licht gebracht, die tiefere Einblicke in die sumerische Kultur sowie deren religiöse Vorstellungen liefern. Es waren jedoch die Arbeiten von Archäologen wie Henry Rawlinson und Jules Oppert in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die das Wissen über die sumerische Zivilisation erheblich erweiterten. Durch die Entzifferung der Keilschrift und die Erforschung bedeutender Städte wie Ur und Uruk rückten diese alten Kulturen stärker in den Fokus der Wissenschaft. Heute gibt es eine Vielzahl von Quellen, darunter Keilschrifttafeln und andere archäologische Funde, die die Mythologie der Anunnaki beleuchten. Je nach Entstehungsort und Epoche variieren diese Funde und bieten unterschiedliche Ansätze zur Interpretation der Geschichten. Bis heute arbeiten Forscher intensiv daran, diese Tafeln zu entschlüsseln und zu restaurieren, um die enthaltenen Informationen vollständig zu erfassen. Regionale Unterschiede lassen sich häufig durch lokale Bräuche und kulturelle Einflüsse erklären. Im sumerischen und akkadischen Pantheon galten die Anunnaki als Nachkommen von An, dem Himmelsgott, und seiner Gefährtin Ki, der Erdgöttin. Ihre zentrale Aufgabe bestand darin, das Schicksal der Menschheit zu lenken. Der Begriff Anunnaki leitet sich von An, dem Gott des Himmels, ab und bedeutet so viel wie fürstliches Blut oder Nachkommen des An. Er wird jedoch häufig irrtümlich mit Ausdrücken wie die vom Himmel herabgestiegenen oder diejenigen, die zur Erde kamen, assoziiert. In den Überlieferungen der Sumerer wurden die Anunnaki als mächtige Wesen beschrieben, die den Menschen weit überlegen waren und unter ihnen lebten. Die Ursprünge der sumerischen Zivilisation sind ein Rätsel, da es keine eindeutigen Aufzeichnungen über ihre Herkunft gibt. Einige Wissenschaftler vermuten, dass sie ursprünglich aus Mesopotamien stammten. Diese Theorie stützt sich auf die Tatsache, dass sie in den archäologischen Aufzeichnungen keine Hinweise auf eine vorherige Besiedlung durch ein anderes Volk geben und ihre Kultur tief mit der Region verwurzelt war. Man geht davon aus, dass sie sich aus den frühen prähistorischen Siedlungen in Mesopotamien entwickelten. Eine andere Theorie besagt, dass sie aus einem anderen Gebiet, möglicherweise aus dem Kaukasus oder dem Zagrosgebirge im heutigen Iran, nach Mesopotamien eingewandert sind. Sprachlich und kulturell war das Sumerische isoliert und gehört keiner bekannten Sprachfamilie an, was diese Theorie unterstützt. Das Sumerische scheint keine direkte Verwandtschaft mit den benachbarten semitischen und indogermanischen Sprachen zu haben, was auf eine fremde Herkunft hinweisen könnte. Im späten Neolithikum, etwa ab 7000 v. Chr., begannen die Menschen in Mesopotamien Ackerbau zu betreiben, was zu einer stabileren Nahrungsversorgung führte. Die fruchtbaren Böden zwischen Euphrat und Tigris waren ideal für die Landwirtschaft, besonders für den Anbau von Gerste, Weizen und Datteln. Diese Landwirtschaft bildete die Grundlage für die Entwicklung von Städten und städtischen Gesellschaften.
Die historische und linguistische Forschung konnte bisher keine abschließenden Beweise für eine der Theorien liefern, aber archäologische Funde deuten darauf hin, dass die Sumerer als Kultur möglicherweise schon um das Jahr 3000 vor Christus in Mesopotamien präsent waren, nachdem sie sich in der fruchtbaren Region des Südmesopotamiens etabliert hatten. Ab etwa 3000 vor Christus begannen sie städtische Zentren zu schaffen. Diese Städte wie Ur, Uruk, Lagash und Eridu entwickelten sich zu unabhängigen Stadtstaaten, die jeweils von einem herrschenden König oder Priestertum geführt wurden. Der bedeutendste dieser frühen Stadtstaaten war Uruk, dessen Bevölkerung zur Blütezeit vielleicht bis zu 50.000 Menschen zählte. Diese Stadtstaaten waren politisch und wirtschaftlich miteinander verbunden, was den kulturellen Austausch und die gemeinsame Entwicklung förderte. Ihr Aufstieg lässt sich mit der Entwicklung einer komplexen Gesellschaft und dem Übergang vom Neolithikum zur Bronzezeit erklären. Im Wesentlichen war dieser Aufstieg das Ergebnis mehrerer bedeutender kultureller, technologischer und gesellschaftlicher Innovationen, die zusammen die Grundlage für die erste Hochkultur in Mesopotamien bildeten. Sie waren Pioniere in vielen Bereichen. Sie entwickelten das erste bekannte Schriftsystem, die Keilschrift, um Wirtschafts- und Verwaltungsdaten festzuhalten. Diese wurde etwa um 3500 vor Christus erfunden und war zunächst eine Form der Bilderschrift, die später zu einer komplexeren schriftlichen Sprache weiterentwickelt wurde. Sie wurde für Buchhaltung, Verwaltung und Literatur genutzt. Mit einem gut organisierten Bürokratiesystem sorgten sie für Ordnung in ihren Städten und etablierten erstmals schriftliche Handelsverträge und Steuerstrukturen. Sie legten den Grundstein für zahlreiche Errungenschaften, die später die Entwicklung menschlicher Zivilisationen maßgeblich beeinflussten. Ihre Innovationen umfassten nahezu alle Lebensbereiche und zeugen von einem außergewöhnlichen Maß an Fortschritt und Kreativität. Obwohl die genaue Herkunft des Rades unklar ist, glauben viele Historiker, dass sie eine der ersten Kulturen waren, die das Rad für den Transport und für mechanische Zwecke einsetzten. Sie entwickelten das Rad um 3500 vor Christus, wobei es zunächst für Töpferwaren verwendet wurde und später auf Wagen und Fahrzeuge übertragen wurde. Außerdem führten sie den Einsatz von Metallwerkzeugen und Waffen ein, was die Landwirtschaft und den Handel revolutionierte. Sie entwickelten komplexe Bewässerungssysteme mit Kanälen, Staudämmen und Reservoirs, die eine geregelte Nutzung des Wassers und eine erfolgreiche Landwirtschaft in der wasserarmen Region Mesopotamiens ermöglichten. Zudem beherrschten sie den Bau mit gebrannten und ungebrannten Ziegeln, was die Architektur ihrer Städte, Tempel und Mauern prägte. Auch in der Astronomie zeigten sie bemerkenswerte Fähigkeiten. Sie beobachteten die Bewegungen der Himmelskörper und entwickelten einen lunaren Kalender, der das Jahr in 12 Monate gliederte. Ihre Mathematik, basierend auf dem Sexagesimalsystem, mit der Basis 60, beeinflusst bis heute Zeit- und Winkeleinheiten. Sie richteten Schulen, die sogenannten Tafelhäuser ein, in denen Schreiber für Verwaltungs- und Dokumentationsaufgaben ausgebildet wurden. Sie verfügten über ein breites Wissen in Medizin, betrieben Heilpflanzenkunde und führten diagnostische Methoden ein. Ihre Errungenschaften umfassten nahezu alle Bereiche des menschlichen Lebens, von Technologie, Wissenschaft und Recht bis hin zu Kunst, Religion und Bildung. Ihr Vermächtnis ist ein beeindruckendes Zeugnis ihres außergewöhnlichen Einfallsreichtums und ihrer Fähigkeit, ihre Umwelt zu gestalten und nachhaltig zu beeinflussen. Insgesamt bieten die sumerischen Texte und archäologischen Funde Anlass zu Spekulationen über die Rolle außerirdischer Besucher in der menschlichen Geschichte, obwohl viele Wissenschaftler skeptisch gegenüber diesen Interpretationen sind. Die Anunnaki werden hauptsächlich in literarischen Texten erwähnt, und es wurden bisher nur sehr wenige Beweise für die Existenz eines Kults gefunden. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass jedes Mitglied der Anunnaki seinen eigenen individuellen Kult hatte, getrennt von den anderen.
In dem Gedicht Enki und die Weltordnung wird Enki von den Anunnaki geehrt, die seine Macht und seinen Einfluss unter den Menschen von Sumer anerkennen. Die Gottheiten im alten Mesopotamien waren fast ausschließlich anthropomorph, was bedeutet, dass sie menschenähnliche Eigenschaften oder Formen hatten. Sie wurden mit menschlichen Attributen dargestellt und trugen typischerweise Melam, eine mehrdeutige Substanz, die sie in erschreckender Pracht erscheinen ließ. Melam konnte auch von Helden, Königen, Riesen und sogar Dämonen getragen werden. Die Wirkung, die das Erblicken des Melams einer Gottheit auf einen Menschen hatte, wird als Nie beschrieben, ein Begriff für das körperliche Kribbeln der Haut. Die alten Mesopotamier glaubten fest daran, dass ihre Gottheiten im Himmel residierten und dass die Statue eines Gottes eine physische Verkörperung des Gottes selbst darstellte. Daher wurde den Kultstatuen eine kontinuierliche Pflege, Aufmerksamkeit und eine Reihe von Priestern zugewiesen. Zu den Hauptgottheiten des Pantheons gehörten jene, die an der Versammlung der Götter teilnahmen, in der sämtliche göttlichen Entscheidungen getroffen wurden. Diese Versammlung wurde als göttliches Pendant zum halbdemokratischen Gesetzgebungssystem der dritten Dynastie von Ur betrachtet. Die Ursprünge der ersten Gesetze liegen also in den alten Zivilisationen Mesopotamiens, wo die Gottheiten eine zentrale Rolle bei der Schaffung von Ordnung und Gerechtigkeit spielten. Stadtstaaten wie Ur und Lagash entwickelten früh Rechtssysteme, die auf königlichen Dekreten und religiösen Gesetzen basierten, die von den Priestern der Götter verkündet wurden. Diese Gesetze wurden auf Keilschrifttafeln niedergeschrieben, wie beispielsweise den Kodex Ur-Nammu und den Kodex Hammurabi, und regelten das tägliche Leben sowie strafrechtliche und zivilrechtliche Angelegenheiten. Die Götter wurden als die Quelle der moralischen Autorität angesehen, und ihre Weisungen wurden als unantastbar betrachtet, was die Grundlage für die frühesten bekannten Rechtssysteme bildete. Ein akkadisches Siegel aus der Zeit 2300 v. Chr. zeigt Darstellungen der Gottheiten Inanna, Utu und Enki, 3 Mitglieder der Anunnaki. Die frühesten bekannten Verwendungen des Begriffs Anunnaki stammen aus Inschriften, die während der Regierungszeit von Gudea und der dritten Dynastie von Ur verfasst wurden. Ein weiteres Beispiel ist die sogenannte Eridu-Genesis, eine sumerische Keilschrifttafel, die eine Schöpfungsmythologie erzählt, in der die Anunnaki eine wichtige Rolle spielen. Diese antike Erzählung bietet einen faszinierenden Einblick in die kosmologischen Vorstellungen der alten Sumerer und ihre Auffassungen von der Entstehung des Universums. Die Tafel beginnt mit der Beschreibung einer primitiven Welt, die von Wasser und Schlamm geprägt ist, in der die Götter bereits existieren, aber noch keine Ordnung geschaffen haben. Hier treten die Anunnaki auf den Plan, um die Welt zu ordnen und den Menschen zu erschaffen, denen sie die Arbeit übertragen. Durch ihre göttlichen Handlungen formen sie die Erde, errichten Städte wie Eridu als Zentrum der Zivilisation und geben den Menschen Gesetze und Rituale, um das kosmische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Die Anunnaki, als Wesen von königlichem Blut, werden als Vermittler zwischen Himmel und Erde dargestellt, die die Geschicke der Menschheit lenken und über das Schicksal der Welt entscheiden. Ihre Präsenz in der Eridu-Genesis unterstreicht ihre Bedeutung im sumerischen Glauben und ihre Rolle als Schöpferwesen und Lenker des Universums. Die Eridu-Genesis ist nicht nur eine mythologische Erzählung, sondern auch ein Spiegelbild der sumerischen Kultur und ihrer komplexen religiösen Vorstellungen. Sie veranschaulicht die enge Verbindung zwischen den Göttern und den Menschen und bietet einen Einblick in die moralischen und ethischen Werte, die in der sumerischen Gesellschaft verankert waren. In Inannas Abstieg in die Unterwelt gibt es nur 7 Anunnaki, die in der Unterwelt leben und als Richter dienen. Diese Götter sind bedeutende Figuren in der sumerischen Mythologie und werden oft als mächtige und furchterregende Wesen dargestellt. Die genaue Identität dieser 7 Richtergötter variiert in verschiedenen Texten und Überlieferungen, aber sie werden allgemein als die herrschenden Mächte der Unterwelt anerkannt.
In der sumerischen Mythologie sind sie oft als Nergal, Ereshkigal, Namtar, Ninatsu, Nanna, Utu und Enki bekannt. Jeder von ihnen verkörpert verschiedene Aspekte der Unterwelt und trägt zur Bewahrung der kosmischen Ordnung bei. Inanna gelangt in dieser Erzählung an die Tore der Unterwelt, die von Neti, dem Torwächter, bewacht werden. Ereshkigal, die von Inannas Ankunft erfährt, befiehlt, dass Inanna durch die 7 Tore gehen muss. An jedem Tor wird sie gezwungen, ein Stück ihrer Kleidung oder ihres Schmucks abzulegen. Diese Entblößung ist symbolisch für das Ablegen ihrer Macht und ihres Status, bis sie schließlich nackt und verletzlich vor Ereshkigal steht. Diese 7 Tore und das Ablegen der göttlichen Attribute können als Prüfungen gesehen werden, die Inanna durchlaufen muss, um in die tiefsten Geheimnisse der Unterwelt einzudringen. Diese Prüfungen betonen die Notwendigkeit der Demut und der Hingabe im Angesicht des Todes. Vor den Anunnaki, den 7 Richtergöttern der Unterwelt, wird Inanna des Versuchs beschuldigt, die Unterwelt zu übernehmen. Sie wird wegen ihrer Hybris zum Tode verurteilt. Ihr Körper wird getötet und an einen Haken gehängt, was ihren endgültigen Tod symbolisiert. Diese drastische Bestrafung stellt die Konsequenzen von Übermut und Machtstreben dar. Während Inanna in der Unterwelt gefangen ist, bleibt ihre Dienerin Ninzubur an der Oberfläche und sucht verzweifelt Hilfe bei den großen Göttern. Sie bittet Enlil, Nanna und Enki um Unterstützung. Enlil und Nanna weigern sich zu helfen, aber Enki, der weise Gott der Wasser und der Schöpfung, erhört ihre Bitte. Enki schafft 2 geschlechtslose Wesen, Kurgara und Galatur, aus dem Dreck unter seinen Fingernägeln. Diese Wesen werden in die Unterwelt geschickt, um Inanna zu retten. Sie trösten die trauernde Ereshkigal, die ihnen als Dank einen Wunsch gewährt. Sie bitten um den Leichnam Inannas, der ihnen übergeben wird. Mit der Nahrung des Lebens und dem Wasser des Lebens beleben sie Inanna wieder. Große Gottheiten in der sumerischen Mythologie wurden auch mit bestimmten Himmelskörpern in Verbindung gebracht. In der sumerischen Mythologie und der darauffolgenden babylonischen Tradition gibt es eine interessante Verbindung zwischen den Anunnaki-Gottheiten und verschiedenen Himmelskörpern. Die sumerische Astronomie und Astrologie spielten eine bedeutende Rolle im Verständnis der Götter und ihrer Macht. In den alten sumerischen Städten, die am Ufer des Euphrat und Tigris blühten, wurde der Himmel nicht nur als Leinwand für die Sonne, den Mond und die Sterne gesehen, sondern als ein lebendiges Abbild der Götterwelt. Im Mittelpunkt dieser kosmischen Ordnung stand An, der mächtige Gott des Himmels. Er war der oberste Gott im sumerischen Pantheon und verkörperte den gesamten Himmel. Die Sterne selbst wurden oft als seine Begleiter angesehen, und in der babylonischen Tradition wurde er besonders mit dem majestätischen Sternbild Draco in Verbindung gebracht. Nebenan regierte Enlil, der Gott des Windes, der Luft und der Stürme. Er war eng mit dem Planeten Jupiter verknüpft, der in der babylonischen Astrologie als mächtiger und königlicher Planet galt. Sein Einfluss erstreckte sich weit über den Himmel und beeinflusste das Schicksal der Menschen. Die Göttin Inanna, auch als Ishtar bekannt, brachte Licht in das menschliche Leben durch ihre vielfältigen Aspekte der Liebe, des Krieges und der Fruchtbarkeit. Inanna wurde mit dem Planeten Venus identifiziert, der als Morgen- und Abendstern bekannt war. Die Venus war in der sumerischen und babylonischen Astrologie von zentraler Bedeutung und galt als eine mächtige Kraft, die das menschliche Leben beeinflusste. Der Mondgott Nanna oder Sin war der Vater von Inanna und der Beschützer der Stadt Ur. Nanna wurde mit dem Mond in Verbindung gebracht, dessen Phasen eine zentrale Rolle im sumerischen Kalender und in der Zeitmessung spielten. Utu, der Sonnengott und Gott der Gerechtigkeit, stellte die Sonne dar und war einer der wichtigsten Götter im sumerischen Pantheon. Seine strahlende Präsenz symbolisierte Licht, Wahrheit und Gerechtigkeit, und sein Einfluss durchdrang alle Aspekte des menschlichen Lebens.
Nicht zuletzt war Nergal der Gott des Krieges, des Todes und der Unterwelt. Er wurde mit dem Planeten Mars in Verbindung gebracht, der in vielen Kulturen als Symbol für Krieg und Zerstörung galt. Die Sumerer und späteren Babylonier entwickelten ein komplexes System der Astrologie, in dem die Bewegungen der Himmelskörper als Ausdruck des Willens der Götter interpretiert wurden. Dieses System beeinflusste stark die religiösen und gesellschaftlichen Strukturen ihrer Zeit. Die Verbindungen zwischen den Göttern und den Himmelskörpern sind ein faszinierendes Beispiel dafür, wie alte Zivilisationen ihre Beobachtungen des Himmels in ihre religiösen und mythologischen Vorstellungen integrierten. So wurde An nicht nur mit den Sternen des Himmels identifiziert, sondern auch mit dem Äquatorhimmel, Enlil mit dem Nordhimmel und Enki mit dem Südhimmel. Diese himmlischen Zuordnungen spiegelten die kosmische Ordnung wider, die die alten Sumerer und Babylonier als göttliche Struktur ihres Universums betrachteten. Praktisch jede größere Gottheit im sumerischen Pantheon wurde als Schutzpatron einer bestimmten Stadt angesehen und sollte die Interessen dieser Stadt schützen. Es wurde angenommen, dass die Gottheit dauerhaft im Tempel dieser Stadt wohnt. Ein Text erwähnt bis zu 50 Anunnaki, die mit der Stadt Eridu in Verbindung stehen. Akkadische, babylonische und assyrisch-babylonische Darstellungen des Nationalgottes Marduk zeigen ihn als prominentes Mitglied der Anunnaki. Akkadische Texte des 2. Jahrtausends vor Christus folgen ähnlichen Darstellungen der Anunnaki wie in Inanas Abstieg in die Unterwelt, wo sie als Unterweltgottheiten verehrt werden. Während der altbabylonischen Zeit wird eine neue Gruppe von Gottheiten eingeführt, die als Igigi bekannt sind, manchmal werden sie auch Igigu genannt. Die Beziehung zwischen Anunnaki und den Igigi ist nicht immer ganz klar. Bei einigen Gelegenheiten scheinen die Kategorien synonym verwendet zu werden, aber in anderen Schriften, wie das Gedicht von Erra, gibt es eine klare Unterscheidung zwischen den beiden. Eine faszinierende Überlieferung besagt jedoch, dass die Anunnaki und die Igigi gemeinsam an der Erschaffung von Eden beteiligt waren. Diese Legende wird in verschiedenen sumerischen Texten erwähnt und gibt einen Einblick in die mythologische Vorstellung der alten Mesopotamier über die Schöpfung. Laut diesen Überlieferungen arbeiteten die Anunnaki und die Igigi Hand in Hand, um Eden zu errichten, ein Ort von paradiesischer Schönheit und Fülle. Diese Zusammenarbeit zwischen den beiden Gruppen von Gottheiten wirft interessante Fragen über ihre Beziehung und ihren gemeinsamen Einfluss auf die Welt der Menschheit auf. Für alle, die mehr erfahren möchten, schaut euch meinen Kanal an, wo ihr weitere Videos zu diesem faszinierenden Thema findet. Im späten akkadischen Atrahasis-Epos sind die Igigi die 6. Generation der Götter, die gezwungen sind, Arbeit für die Anunnaki zu verrichten. Nach 40 Tagen erheben die Igigi einen Rebellen, und der Gott Enki, einer der Anunnaki, schafft die Menschen aus dem Blut des Rebellenanführers Kingu, um die Igigi von der Mühsal der Arbeit zu befreien. Nach diesen sumerischen Überlieferungen sollen die Anunnaki die Menschen erschaffen haben, indem sie genetische Experimente durchführten und ihr eigenes Erbgut mit dem der primitiven Menschen vermischten. Diese Schöpfungsgeschichte wirft ethische und moralische Fragen auf und ist Gegenstand intensiver Debatten und kontroverser Interpretationen. Einige sehen darin einen mythologischen Bericht, andere interpretieren sie als Hinweis auf tatsächliche außerirdische Einflüsse auf die menschliche Evolution. Präastronauten spekulieren zudem, dass Menschen mit rhesusnegativem Blut potenzielle Nachfahren der Anunnaki sind, darunter bekannte Persönlichkeiten wie Königin Elisabeth II. Es wird spekuliert, dass die Anunnaki alle 3600 Jahre die Erde besuchen und möglicherweise in 800 Jahren wiederkehren könnten. Diese Theorien basieren hauptsächlich auf den Übersetzungen von Keilschrifttafeln, die angeblich von Zecharia Sitchin durchgeführt wurden. Sitchins Buchreihe Chroniken der Erde bildet das Fundament für diese Theorie. Heute werden die Anunnaki oft als das Äquivalent des alttestamentarischen Schöpfergottes dargestellt.
Im Gegensatz dazu zeigt der Keilschriftkorpus, dass die Anunnaki in der antiken Welt als die sumerischen Gottheiten der alten Urzeit verehrt wurden. Edward Lipinski analysierte 1971 mehrere antike Texte, darunter die altbabylonische Version des Gilgamesch-Epos, und identifizierte den Berg Hermon und den Libanon als Wohnort der Anunnaki. Er zitiert Zeilen aus dem Gilgamesch-Epos, in denen von der Vernichtung Humbabas des Wächters der Götterwohnung berichtet wird, und den beiden Hauptfiguren, Gilgamesch und Enkidu, die die geheime Unterkunft der Anunnaki öffnen. Lipinski argumentiert, dass ältere mesopotamische und nahöstlich-kanaanitische Texte auf den Zedernwald des Berges Hermon als Wohnort der Anunnaki hinweisen. Er glaubt, dass der südliche Ausläufer des Anti-Libanon, der Berg Hermon, der Ort ist, an dem die Anunnaki in der altbabylonischen Version des Gilgamesch-Epos wohnten. Er weist auch darauf hin, dass der Berg Hermon in der Antike als Hüter internationaler Verträge galt und diese Tradition mit dem Eid verbindet, den die Wächter in 1 Henoch schwören. Lipinski schließt daraus, dass der Berg Hermon der kosmische Berg ist, der die Erde mit dem untersten Himmel verbindet, und dass die himmlischen Wesen sich auf dem Gipfel des Berges Hermon versammeln, da dieser der Berg der Götter, der kananäische Olymp ist. Das Gebiet ist reich an jahrtausendealten Altären und war noch zur Zeit Konstantins des großen Schauplatz von Kultstätten und Ritualen. Gilgamesch war in der antiken Welt dafür bekannt, Wissen aus der Welt vor der Sintflut erlangt zu haben. Dies schließt den Kreis zu Lipinskis Interpretation der altbabylonischen Version des Gilgamesch-Epos, in der der alte König zum Berg Hermon reist, dem Wohnort der Anunnaki. Die Anunnaki, die sumerischen Gottheiten der alten Urzeit. Ein Pantheon von Göttern, die die Kinder des Himmelsgottes An und seiner Schwester Ki waren. Dies entspricht der biblischen Tradition, nach der die Sterblichen aus dem Staub der Erde geschaffen wurden. Ki wurde ursprünglich nicht als Gottheit betrachtet und erst viel später in der Geschichte des Mythenzyklus in den Rang einer Göttin erhoben. Im Wesentlichen würde dies bedeuten, dass die Anunnaki aus einer Vereinigung zwischen einem Himmelsgott und einer sterblichen Frau hervorgingen, die später in mythischen Traditionen vergöttlicht wurde. Ki ist das sumerische Zeichen für Erde. Die Gefährtin von An wird oft als Personifizierung der Erde selbst betrachtet. Das Konzept einer Gruppe halbgöttlicher Wesen, die von sterblichen Frauen geboren wurden, ist der biblischen und außerbiblischen Tradition der Nephilim sehr ähnlich. Das Buch 1 Henoch, das dem Patriarchen Henoch zugeschrieben wird, beschreibt eine Gruppe von 200 gefallenen Engeln, bekannt als die Wächter, die auf den Berg Hermon hinabstiegen und einen Eid schworen, Nachkommen mit menschlichen Frauen zu zeugen. Diese Vereinigung führte zur Geburt von großen Riesen, die schließlich alle Errungenschaften der Menschen verzerrten und, als die Menschen sie nicht mehr ertragen konnten, sich gegen sie wandten und die Menschen verschlangen. Diese Aktivitäten provozierten das Handeln Gottes, der die Riesen verfluchte, gegeneinander Krieg zu führen, und die Erzengel schickte, um die Wächterführung in den Tälern der Erde zu binden. Die hebräischen Texte bezeichnen die mächtigen Wesen, die von den Wächtern geboren wurden, als die Nephilim. Damit sind wir am Ende des ersten Teils unserer Reise durch die Welt der sumerischen Mythen. Ich hoffe, ihr konntet einen spannenden Einblick in die faszinierende Welt der Sumerer und der Anunnaki gewinnen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um keine weiteren mythologischen Geschichten zu verpassen. Schreibt in die Kommentare, über welche Götter oder Mythen ihr in Zukunft mehr erfahren möchtet. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf unserer Reise durch die Mythen der alten Mesopotamie.